David, das liegt an dir. Verabschiede dich so von ihr, wie du es für richtig hältst. Du meinst bei der Beerdigung? Lass dir was einfallen. Das ganze Leben. Das wächst mir über den Kopf. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Es ist einfach alles zu viel. Wir haben uns die letzten Tage nur gestritten. Ich habe ihr gemeine Dinge gesagt. Und dann kam das Baby in diesem Bootshaus. Ich war ganz allein mit ihr. Ich bin sicher, deine Mutter wäre stolz auf dich. Ich weiß. Vielleicht ist es auch falsch, aber ich denke nur, ich habe alles falsch gemacht. Du hast nicht alles falsch gemacht. Jetzt sind wir mit dem Kind allein. Papa, Arno, David und ich. Und irgendwie bin ich wütend darüber, dass sie sich einfach so davon geschlichen hat. Ich weiß, dass ich das nicht sagen darf und noch nicht mal denken darf. Ist besser, als alles zu verdrängen. Das darfst du nicht machen. Weißt du? Sonst wirst du nie damit fertig. Ich vermisse sie so. Judith, ich brauche deine Hilfe. David, ich habe ein paar Mal versucht, dich anzurufen, aber du bist nicht rangegangen, weil... Also das mit deiner Mutter, das tut mir sehr leid. Danke, das ist sehr lieb von dir. Wobei brauchst du denn meine Hilfe? Die Beerdigung. Ich habe nachgedacht und möchte, dass wir morgen alle bunte Kleidung tragen. Kein Schwarz. Und dass fröhliche Musik gespielt wird. Was hältst du davon? Ich weiß nicht, ob Musik einen fröhlicher macht, wenn man traut, oder ob sie einem einfach nur auf die Nerven geht. Aber es ist ihre Beerdigung. Also sollten wir auch ihre Musik spielen. Mom war ein total fröhlicher Mensch. Ja, das war sie. Sie hätte bestimmt nicht Orgelmusik gewollt bei ihrer Beerdigung. Sie hatte eine Menge Lieblingslieder. Ich bin mir sicher, dass wir das Richtige finden. Und du willst jetzt, dass ich dir bei der Musikauswahl helfe? Nicht nur bei der Musik. Das ist ja das Problem. Bis morgen muss alles organisiert sein. Ich helfe dir total gerne und ich finde das auch eine super Idee. Ehrlich gesagt, die Idee für das alles ist eigentlich von Rebecca. Echt? Sie meint, die Beerdigung ist die letzte Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Und ich soll daraus etwas Besonderes machen. Etwas, das wirklich zu meiner Mutter passt. Was hältst du denn davon, Ballons in die Luft steigen zu lassen? Sowas in der Art. Auf jeden Fall soll die Beerdigung ein würdiger Abschied werden. Und Würde bedeutet bei meiner Mutter eben etwas anderes als sonst.
Familie möchte, dass die Bestattung im kleinen Kreis stattfindet. Die Ärmsten. Einen geliebten Menschen so plötzlich zu verlieren. Und sie war ja auch noch so jung. Und das Baby? Ja, die Kleine, die muss jetzt ohne Mutter aufwachsen. Du warst so gut mit Katja befreundet. Ja. Es tut mir sehr leid. Du gehst zur Beerdigung. Ja, natürlich. Weißt du, was komisch ist, Charlie, dass das Leben nun mal einfach weitergeht? Eine neue Verwalterin, Nathalie will Ansgar nicht mehr sehen, Prinzessin Luise kommt und ich stürze mich wieder in die Arbeit. Das ist in solchen Momenten manchmal genau das Richtige. Entschuldige. Ja. Naja, bis zur Ankunft der Prinzessin gibt's ja weiß Gott genug zu tun. Du, auf die bin ich übrigens äußerst gespannt. Ich kenne Luise bisher ja nur aus den Medien. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Schließlich gehört sie ja zu unserer Verwandtschaft. Also, zu der von Johannes. Er fehlt dir, oder? Mehr als alles andere. Aber gut, Charlie, ich muss jetzt los. Und die Änderungen in der Menükarte, die können genauso umgesetzt werden, wie wir das gerade besprochen haben. Ich fühle mich übrigens ausgesprochen geehrt, dass gerade des Schneiders den Zuschlag bekommen hat, das Dinner auszurichten. Wir haben einfach das beste Restaurant in Düsseldorf ausgesucht. Ich gehe es heute Abend noch mit meinen Köchen durch. Gut. Ach, ich bin ja mit Sascha verabredet. Ach ja, wie geht's denn mit dem? Oh, wir sehen uns erstaunlich oft. Aber heute Abend werde ich dem Monsieur wohl absagen müssen. Ich meine, der Empfang geht schließlich vor. Außerdem gibt es auch noch andere Männer in meinem Leben. Tja, euer Vorrat an Taschentüchern wird langsam knapp. Sebastian. Danke. Für was denn? Dafür, dass du da bist. Ich kann auch Jens anrufen, damit er dich abholt. Es ist ja eigentlich seine Aufgabe, sich um dich zu kümmern als dein Verlobter. Wieso Verlobter? Er hat mir gesagt, dass ihr verlobt seid. Hat er das? Heißt das, er hat gelogen? Er hat mir einen Antrag gemacht. Ja, und? Ich habe ihn abgelehnt. Judith, Besuch für dich. Hallo, ihr zwei. So, Mädels. Falls mich jemand sucht, ich bin die nächste halbe Stunde auf dem Dusche. Ja, so ist es in der WG. Du bekommst ständig Details und Informationen über Dinge, die du so genau gar nicht wissen wolltest. Du wolltest zu mir? Ja, ich war gerade in der Nähe und wollte fragen, ob du was von David gehört hast. Ja, er war eben im No Limits. Ah ja, und? Sag mal, wie hast du das geschafft? David ist wie ausgewechselt. Naja, erst wollte er nicht reden. Aber dann habe ich ihm erzählt, wie es mir ging, als meine Mutter gestorben ist. Und dass er sich für die Beerdigung morgen was Besonderes überlegen soll. Glaub mir, das hat er. Und wie er das hat. Er kam mit Ideen an, auf die bestimmt nicht jeder kommen würde, aber er ist fest entschlossen, sie umzusetzen. Naja, vielleicht kann ich ja damit mein blödes Benehmen wieder gut machen. Was hast du? Und was soll mir dieser Blick jetzt sagen? Hunger. Schlafen? Papa? Papa kommt bestimmt bald nach Hause und dann wird er dich so richtig durchknuddeln. Hallo, Frau Boll. Bin wieder zu Hause. Die Hebamme ist schon nach Hause gegangen. Alles in Ordnung? Kann mich jemand mal aufklären, was das hier soll? Sebastian wollte nur für mich da sein. Das ist alles. Papa, Ja. Scheine ich wohl falsch verstanden zu haben. Ist schon okay. würdest du mich jetzt nach Hause fahren? Ja, mach ich. Sebastian? Danke. Fahren dann. Tschüss, Papa. Ciao.
Ach, Linda. Ja, Frau Schneider? Erinnern Sie Xavier bitte daran, dass er das Forellenmus für morgen ohne Gelatine zubereiten soll. Wichtig ist auch... Ach, du liebe Güte, dich habe ich ja ganz vergessen. Ungefähr so komme ich mir auch vor. Aha, entschuldige, bin gleich wieder bei dir. Und für die Weißweinsoße soll er einen weinvinifizierten Pinot Noir nehmen. Das steht so im Protokoll. Alles andere rührt die Prinzessin nicht an. Mach ich, Frau Schneider. Ich dachte, ich komme besser mal persönlich vorbei, bevor du mich komplett vergessen hast. Hm? Ich weiß, ich hätte mich bei dir melden sollen. Genau für solche Situationen hat man dieses Ding hier erfunden. Ja, es tut mir leid, aber du glaubst nicht, was in letzter Zeit hier los war. Ich mache das große Catering fürs Schloss. Feiern die was Besonderes? Ja, die Prinzessin Luise von Waldensteig kommt zu Besuch und da machen sie einen ganz großen Empfang. Allein das Protokoll fürs Festmenü umfasst 8 Seiten. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Okay, darüber vergisst man so eine unwichtige Person wie seinen Freund natürlich gänzlich. Hm? Nein, natürlich nicht, aber ich bin jetzt einfach ein bisschen im Stress. Dann kann ich ja wieder gehen. Nein, Sascha, warte. Sei mir nicht böse, ja? Natürlich nicht. Bloß, wir sehen uns doch so schon selten. Also okay, sobald der Empfang vorüber ist, dann holen wir unseren Abend nach, ja? Dann erwarte ich aber von meiner Prinzessin einen Empfang, der mindestens genau... Ja, wenn nicht noch mehr. Versprochen? Großes Prinzessinnen-Ehrenwort. Hm. Ich muss mit Gregor noch die Schichten für nächste Woche abklären. Und dann ist dieser Tag endlich vorbei. Willst du nicht erstmal eine Zeit frei nehmen? Weißt du, ich kann Gregor doch nicht einfach so hängen lassen. Ach, der hat bestimmt nichts dagegen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich ausfallen will. Ich kläre das einfach mal mit ihm. Wo steckt er denn? Das sieht nicht so aus, als ob er hier wäre. Dafür aber jemand anders. Sebastian. Es ist meine Sache, das zu klären. Aber erst, wenn ich ausgeschlafen habe. Ich kann nicht behaupten, dass es mir nichts angeht, aber okay, wenn du meinst. Danke fürs Herbringen. Soll ich die nur hochbegleiten? Ich komm klar. Siehst du, meine Kleine, wenn man satt ist, schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Zumindest für dich. Jetzt schlaf schön. Verdammt. Immer wenn es wichtig ist, funktioniert gar nichts. Hallo. Ich versuche die ganze Zeit, Fabian auf dem Handy zu erreichen. Nicht mal die Mailbox springt an. Keine Verbindung. Und du? Haben sie dich vom Schloss wieder weggelassen? Ich habe mich mit Rebecca und Judith unterhalten. Und ich habe ein paar tolle Ideen für die Beerdigung. Ich bin mir sicher, dass Mama einer dieser üblichen Trauerfeiern nicht gewollt hätte. Was hältst du davon, wenn wir das alles ein bisschen bunter und fröhlicher machen? Und zum Schluss lassen wir Luftballons steigen. Ein paar Dutzend Luftballons, die ganz langsam und leise in den Himmel steigen. Ach, hat keinen Zweck. Jetzt sag doch mal, Dad. Glaubst du nicht auch, Mama hätte sich so eine Beerdigung gewünscht? Luftballons. Ja, und kein Schwarz. Alle tragen bunte Kleidung. Und in der Kirche spielen wir Mams Lieblingssongs. David, komm runter. Das ist doch Unsinn. Wie stellst du dir das vor? Morgen ist bereits die Beerdigung. Und ich habe wirklich ganz andere Sorgen. Aber wir nehmen nur dieses eine Mal Abschied. Glaubst du wirklich, Mama hätte sich was Normales gewünscht? Pass auf. Ich bin sicher, Katja fände diese Idee sehr, sehr schön. Aber die Zeit ist zu knapp. Jeder kann sich auf seine Art und Weise von ihr verabschieden. In aller Stille. Wenn du das konventionell findest, meinetwegen. Keine Konkurrenz. Hi. Hallo. Kriege ich hier einen Kaffee zum Mitnehmen? Ja klar, kommt sofort. Danke. Das ist doch... Entschuldigung, kennen wir uns? Also ich sie auf jeden Fall. Und woher? Ich wollte Ihnen nichts tun. Ich bin Olivia, die Nichte von Charlie. Sascha. Freut mich. Ja. Charlie wird sich auch freuen, wenn ich ihr erzähle, dass sie sich nicht so einfach von fremden Damen quatschen lassen. Wenn sie es überhaupt noch mitbekommt. Für gewöhnlich bekommt meine Tante alles mit.
Ja, im Moment ist aber nichts für gewöhnlich. Oh, Stress? Also ich meine, ich will ja nicht indiskret sein, aber Stress? Charlie hat im Moment einen sehr vollen Terminkalender. Wem sagen Sie das? Ich habe auch schon mal für Sie gearbeitet. Ich weiß ganz genau, wie wichtig Ihr Laden ist. So wichtig, dass sie darüber alle Verabredungen vergisst. Oh, na, wenn sie mal wieder so drauf ist, dann müssen Sie vielleicht mal wieder die richtigen Akzente setzen. Niemals vergessen. Meine Tante ist auch nur eine Frau. Und bei Frauen bewirken kleine Dinge manchmal ganz Großes. Zum Beispiel, wenn sie die richtige Anzahl von Karat haben. Wenn es einem darum geht, sucht man sich keinen Elektriker aus. Auch wieder wahr. Ja gut, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, für die sie sterben würde. Zum Beispiel Creme Brûlée oder belgische Pralinen. Und hey, wenn Sie mal richtig was ausgefressen haben, mit einem Strauß weiße Kalamata-Oliven kriegen Sie bestimmt wieder weich. Liebe geht durch den Magen, was? Was denken Sie denn, wie viele Beziehungen in Ihrem Restaurant schon gerettet wurden? Unserer steht's eher im Weg. Ach, jetzt kommen Sie, Sascha. Es macht Ihnen aber immer noch Spaß, das Restaurant zu führen, ja? Ganz ehrlich? Nicht so viel Spaß wie die Zeit mit Ihnen. Ach, Angelo. Wissen Sie eigentlich, wie sehr ich Sie vermisse? Ich habe ja jetzt noch nicht mal mehr jemanden, mit dem ich über Xavier lästern kann. Ist der immer noch da? Oui, in der Küche. Dann gehe ich jetzt in die Küche, Xavier ärgern. Und? Schlicht und einfach perfekt, auch das Arrangement. Also für die Prinzessin sollten wir vielleicht King Prawns nehmen und nicht die Flusskrebse, aber ansonsten sehr gut, Charlie. Dann machen wir das. Oder nicht? Doch, doch. Es geht um Sascha, der war gestern noch mal hier. Was soll ich dir sagen? Er meint es tatsächlich ernst. Schön. Es freut mich für dich, Charlie, wirklich. Jetzt musst du mir nur erklären, warum du so ein Gesicht machst. Es liegt nicht an Sascha. Der gibt sich wirklich alle erdenkliche Mühe. Und ich mag ihn auch, wirklich. Aber ich verstehe dich nicht. Es liegt an mir. Ich lasse mich irgendwie nicht richtig auf ihn ein. Ich vertraue ihm auch nicht. Gibt er dir einen Grund dafür? Nein, überhaupt nicht. Das ist noch die alte Geschichte wegen Bernd. Der mich betrogen hat und noch dazu mit Olivia. Hast du Angst, dass das wieder passiert? Ich möchte es nur nicht noch einmal erleben müssen. Sascha ist nicht Bernd. Ja, ich weiß, aber was soll ich denn machen, Elisabeth? So tun, als ob ich keine Angst hätte? Du hast das Recht, glücklich zu sein, Charlie. Du musst Sascha nur die Chance geben, dich glücklich zu machen. Arno. Gut, dass du wieder da bist. Naja, an einem solchen Tag kann ich mich ja wohl schlecht in Frankreich verstecken. Wie geht's dir denn? Ja, ganz gut. Obwohl der Doktor meinte, mit einer Gehirnerschütterung sollte man nicht gleich eine längere Rückreise antreten. Hauptsache, du bist bei der Beerdigung dabei. Wir werden dich ganz schön vermisst. Morgen. Morgen. Du bist zurück? So war ich hier vor dir stehen. Komm doch rüber. Ich habe einen Kaffee gemacht. David. Danke. Ich habe noch mal über deinen Vorschlag nachgedacht. Du hattest recht. Katja war immer ein ganz besonders fröhlicher Mensch. Und das sollten wir bei der Beerdigung nicht vergessen. Heißt das, du möchtest doch keine konventionelle Beerdigung? Ich finde die Idee mit den Luftballons sehr, sehr schön. Ich denke, das passt sehr gut zu Katja. Ich habe auch schon mit dem Bestatter geredet. Alles können wir nicht ändern, aber über die eine oder andere Sache können wir reden. Du auch Kaffee? Ja, gerne. Mir ist auch ein Lied eingefallen, das Katja besonders gern mochte. Suchst du es heraus? Mach ich. Mama hat mal gesagt, sie möchte, dass ihre Asche in alle Winde zerstreut wird. Ich kann mich gut daran erinnern. Oh, hier bist du. Oh. Hat Judith nicht mit dir gesprochen? Worüber? Naja, die Brandes wollen bei der Beerdigung keine Trauerkluft, sondern bunte Farben. Das soll ein fröhlicher Abschied werden. Hab ich gehört. Also dann zieh dich um, sonst kommen wir noch zu spät. Geh nicht hin. Was? Wieso denn nicht? Muss ich das jetzt wirklich erklären? Okay, da lief mal was zwischen dir und Lydias Mutter. Aber ist das wirklich ein Grund, nicht zur Beerdigung zu gehen?
Finde ich schon, ja. Lydia und ihr Vater sollten nicht daran erinnert werden, während sie Abschied nehmen. Ich habe dort nichts zu suchen. Okay, vielleicht hast du recht. Ich werde einfach arbeiten gehen. Ach, und falls du Lydia und David siehst, sag ihnen, ich bin Gedanken bei ihnen. Mach ich. Wollen wir los? Wohin? Naja, zur Beerdigung. Jens, ich möchte nicht, dass du mich begleitest. Ich weiß, du bist sauer wegen gestern. Aber glaubst du wirklich, dass ich dich in einer solchen Situation allein lasse? Natürlich begleite ich dich zum Friedhof. Nein, das wirst du nicht. Weil ich es nicht möchte. Ich will dir doch nur helfen. Du hilfst mir, indem du mich jetzt auf diese Beerdigung gehen lässt. Und zwar alleine. Ich frage mich, warum du mich ausschließt. Jens, lass mich jetzt bitte in Ruhe. Ach, das ist wirklich kein Problem, wenn wir uns duzen. Naja, ich kann ja Onkel Sascha zu dir sagen. Fällt nicht so auf. Stimmt, aber dann kriege ich schlechte Laune. Braucht ihr einen Tisch? Nein, danke. Wir warten an der Bar auf Charlie. Okay. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde, du und Charlie sind echt ein schönes Paar. Das müsste nur noch Charlie auffallen. Ja, vielleicht brauchst du ja eine Brille. Oh. Linda, da keine größeren Katastrophen zu erwarten sind, nehme ich mir heute Nachmittag mal frei. Wir schaffen das schon, Frau Schneider. Ja, das wäre großartig. Ich muss nämlich mal mein Privatleben reanimieren. Herr Göbel ist übrigens gerade gekommen. Da sitzt er an der Bar. Gut, damit wäre alles besprochen. Die CD habe ich und wie vereinbart, die Musik nach der Grabrede während der Beisetzung. Ja, Herr Humboldt, da wäre noch etwas. Ja? Wir würden gerne die Asche meiner Frau in alle Winde verstreuen. Herr Brandner, diesen Wunsch hören wir immer wieder von Angehörigen. Aber leider... Das hatte sich bei der Mama aber ausdrücklich gewünscht. Leider ist diese Art der Beisetzung aus hygienischen Gründen verboten. Und wenn wir es trotzdem tun? Die Gesetzeslage ist da eindeutig. Ich darf die Asche der Verstorbenen nicht an die Angehörigen aushändigen. So ein Quatsch. Das mag Ihnen vielleicht nicht nachvollziehbar erscheinen, aber mir sind da leider die Hände gebunden. Wir haben verstanden. Trotzdem, danke für Ihre Bemühungen. Gern. Bitte schön. Ja, auf Wiedersehen. Und wir sehen uns ja dann später, ja? Das ist wieder typisch Deutschland. Diese Verordnungswut. In Australien wäre das null Stress gewesen. Deine Mutter hätte gesagt, was verboten ist, das kann man auch nicht machen. Und hätte es dann trotzdem gemacht. Wenn du nicht erleben willst, wie ein Beamter eine Zeremonie stört, solltest du deiner Mutter zuliebe darauf verzichten. Komm, David. Lass uns die Dinge so nehmen, wie sie sind. Ich zum Beispiel, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Fabian dabei sein kann. Irgendwas nicht in Ordnung? Hallo, Märchen. Vielleicht bringt euch das ja auf andere Gedanken. Hi. Fabian. Faxen Sie bitte den Brief und das Gutachten sofort an den Mandanten, ja? Glaubst du, ich weiß nicht, was du vorhast? Du willst dich an Lydia ranmachen. Falls es dir nicht entgangen ist, ihre Mutter ist gerade gestorben. Ich versuche nur für sie da zu sein, das ist alles. Natürlich, Sankt Sebastian. Ganz so heilig warst du nicht, dass du mit ihrer Mutter im Bett warst. Ich gebe dir einen guten Rat. Halt dich da raus, das geht dich nichts an. Toll, der Herr Anwalt spricht. Eine bessere Entschuldigung fällt dir nicht ein. Sebastians, hau einfach ab. Ich sag dir was, ab sofort hältst du dich von ihr fern. Wenn ich dich noch einmal bei ihr in der Nähe erwische, Was dann? Du willst über Lydia bestimmen? Dabei seid ihr noch nicht mal verlobt, wie du überall rum erzählst. Ich werde sie treffen, wann immer ich will. Ein für alle Mal. Du lässt die Finger von Lydia.